Dieses Video ist mit freundlicher Unterstützung durch den Taschengelddieb entstanden. Nutzt doch gerne den Link in unserer Videobeschreibung und schaut bei deren Shop vorbei. Ja, hallo Leute, willkommen wieder zurück auf unserem Kanal. Wir haben ja eine Umfrage gemacht und ihr habt euch entschieden, dass ich das Sonder-Kfz zuerst bauen soll. Dementsprechend werde ich damit jetzt gleich loslegen. Ja, das Ganze geschieht ja weiterhin im Zuge unserer Kampagne A Gentleman's War. Und wir werden das Fahrzeug jetzt gleich nach und nach zusammenbauen. Da werde ich euch einmal die Grundlagen erklären, was man bei so einem Fahrzeug beachten muss. Und wenn ich das durch habe, dann werden wir im nächsten Schritt das Fahrzeug entsprechend grundieren und dann auch bemalen. Ja, ich werde jetzt gleich erstmal mir die Werkzeuge raussuchen und ein paar Worte zum Grundsätzlichen wieder verlieren und dann würden wir direkt in den Bau starten. Ja, dann schon mal vielen Dank für eure Geduld im Vorhinein und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe schon mal hier die beiden Gussrahmen jetzt ausgepackt, habe mir entsprechend mein Werkzeug schon mal bereitgelegt. Wieder hier Bastelmesser, Pfeile, um entsprechend die Gussreste wieder wegzufeilen. Dann hier den ganz normalen Seitenschneider, wie ich ihn immer benutze. Und entsprechend hier den Kunststoffklebstoff mit dem Pinsel. Denkt dran, wieder hier auf die Sicherheitshinweise zu schauen, entsprechend euch danach zu verhalten, einen schönen belüfteten Raum zu haben, wenn ihr den Klebstoff benutzt, weil wir wollen ja unsere Gesundheit nicht gefährden. Ja, dann würde ich jetzt erstmal die Anleitung öffnen. Im Gentleman's Warbox ist ja dieses Zusatzheft drin, in dem entsprechend die Aufbauanleitungen drin sind. Suche ich mal eben gerade aus. Genau. Da wäre dann entsprechend die Bauanleitung, die werde ich jetzt nicht komplett hier ins Fensterchen halten, damit ihr auch noch entsprechend einen Grund habt, euch die Box zu kaufen. Ja, wie gesagt, im Moment ist das Fahrzeug in der Kunststoffvariante nur in dieser Box zu haben, soweit ich das weiß, meine Informationen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auf kurz oder lang auch entsprechend als einzelnes Fahrzeug rauskommen wird. Ja, ich würde jetzt einfach mal mit den ersten Teilen anfangen. Das ist nichts anderes, wie wenn wir eine entsprechende Plastikminiatur zusammenbauen. Ich mache mal hier den einen Baurahmen zur Seite, dann kann man das vielleicht etwas besser sehen. Wir werden wieder mit dem Seitenschneider entsprechend hier sehr nah entlang schneiden, werden die Teile rausklippen und ja, das ist eigentlich ja im Grunde genommen schon alles. Danach werden wir entsprechend der Bauanleitung die Teile dann zusammenfügen. Ich werde einen Schritt nicht machen, so wie das hier drin steht. Ich werde die Räder einzeln bemalen und hinterher erst ankleben. Dementsprechend komme ich nämlich hinter den Reifen etwas besser an die ganze Peripherie, um die zu bemalen. Ja, genau, ich fange jetzt einfach mal an und lasst euch einfach dabei zuschauen. So, jetzt sieht das schon ganz gut aus. Das sind die ersten beiden Teile. Ja, das ist jetzt nicht die riesige Welt, was man hier tun muss. Dementsprechend schaue ich einmal, wie rum die Sachen jetzt dran kommen. Nicht, dass ich mich jetzt vertue. So, genau. Wir haben hier entsprechende Führungspins. Genau. Da sind zwei Löcher und dementsprechend sind auf der Gegenseite hier auch zwei Löcher und genau an der Stelle wird das hier zusammengefügt. Das ist im Grunde genommen relativ einfach. Ja, wenn man jetzt einen dünnflüssigen Kleber nimmt, kann man den entsprechend hier einfach unten drunter einfach reinlaufen lassen.
Da muss man etwas aufpassen, damit man auch die Lücken so gut wie nicht mehr sieht. Aber das passt schon. Moment, festhalten. Und schon hätten wir die untere Wanne von dem Fahrzeug zusammengefügt. Ja, ich mache jetzt einfach weiter. Werde euch im Schnelldurchgang da auf alle Fälle weiter mit durchführen. Und ja, wenn ich zwischendurch mal einen Kommentar dazu habe, dann melde ich mich wieder. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, der Baurahmen hat hier überall schöne kleine Nimmerchen, womit man die Teile, die man braucht, sehr gut identifizieren könnte. Aber leider hat Warlord in der Anleitung, die beiliegt, in dem A Gentleman's War Booklet, vergessen, das entsprechend mit einzufügen. Das wäre jetzt noch eine kleine Verbesserung, die ich auf alle Fälle sehen würde. Das wäre schon klasse, wenn man entsprechend ja, da noch ein kleines bisschen nachbessern würde. Macht einem das Leben etwas leichter. Nicht, dass man das nicht durchs Gucken auf die Bilder rauskriegen würde, aber ja, man kann es ja jedem so einfach machen, wie es geht. Und das ist ja für Warlord nicht wirklich viel Aufwand und würde gerade anfangenden Bauern doch das Leben sehr leicht machen. Also, kleiner Verbesserungsvorschlag hier an Warlord. Verbessert eure Aufbauanleitung. Zu den Reifen muss ich sagen, das ist der erste Bausatz, bei dem ich keine Gussnaht einmal rund um den Reifen sehe. Das heißt, normalerweise sind die immer in der Mitte einmal komplett rundherum mit einer Gussnaht versehen, aber das ist bei den Reifen hier, bei dem Sonder-Kfz, überhaupt nicht der Fall. Also generell die ganzen Gussreste, also die sind keinerlei, ja, in Englisch nennt man Mold Lines am Bausatz. Mal hier und da so ein kleines bisschen was übersteht, aber ich sehe keinerlei großartigen Gussfehler oder ähnliches an dem Bausatz. Also der ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Hut ab. Da muss man kaum nacharbeiten. So, ich habe die Teile jetzt soweit für den nächsten Schritt zusammen. Habe die testweise schon mal angesetzt. Ihr müsst aufpassen, dass ihr die Teile richtig rum an das Fahrzeug macht. Das bedeutet, dass die Haken relativ nah am Fahrzeug sind, weil diese beiden Teile hier, wie man sieht, haben hier eine kurze Seite und eine lange Seite. Und die muss richtig positioniert sein, sonst habt ihr leider was falsch gemacht am Fahrzeug. Dann passen einige Teile hinterher nicht. Deswegen da aufpassen, dass ihr die richtig rumsetzt. Entsprechend der Bauanleitung. Da wird leider auch nicht hundertprozentig drauf eingegangen, dass man die richtig rumsetzen muss, sondern da müsst ihr echt aufpassen. Das heißt, das sollte nachher so aussehen. Genau. Halten tut das hier über das Fahrgestell und im unteren Bereich. Da hat man hier eine Klebefläche, dementsprechend kann man das relativ gerade positionieren und dann entsprechend festkleben. Es hat noch ein kleines bisschen Spiel, sind jetzt keine Führungspins oder ähnliches, da müsst ihr so ein bisschen frei positionieren. Wichtig ist dann hier im vorderen Bereich, kommt hinterher noch so eine kleine Platte drauf. Die wird im leichten Winkel angebaut. Dementsprechend sollte man dann natürlich hier das Ganze auch positionieren. Genau, ist ein bisschen fummelig, aber
kriegen wir schon hin. Ja, hier habe ich jetzt einen Anfängerfehler gemacht. Da ist mir etwas Klebstoff vorne auf die Platte gerade gelaufen und ich habe natürlich mit meinem Finger rein gedrückt. Erstens ist das ja nicht so gut für die Haut, sollte man immer ein bisschen aufpassen, und zweitens gibt das dann so Fingerabdruckspuren. Man weiß nicht, ob man das sieht, so ein bisschen, glaube ich jetzt, gegen das Licht halte. Das ist natürlich hinterher für die Lackierung nicht so schön, da sollte man drauf aufpassen. Das ist einer der liebsten Fehler, die ich mache. Da muss man, wie gesagt, so ein bisschen drauf achten, sonst muss man hinterher nämlich wieder mit Schleifpapier oder was dran, damit man das wieder wegmachen kann, muss. Manchmal überdeckt das die Grundierung ganz gut, aber je nachdem, wie extrem man das macht, sieht man es leider hinterher. Das heißt, da muss man dann so ein bisschen nochmal nacharbeiten. So, jetzt musste ich gerade leider ohne die Stoßstange noch nachträglich wieder setzen. Die müsst ihr zuerst setzen, bevor ihr diese Platte drauf klebt. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber ihr seht, auch einem, der schon viele Fahrzeuge gebaut hat, passieren Fehler. Wäre auch noch ein Verbesserungsvorschlag, das dran schreiben, erst Stoßstange montieren. Für die Reifen nehme ich einfach ganz normale Zahnstocher. Mach die einmal in der Mitte durch. Zack. Mach die einigermaßen rund. Und steck die einfach hier drauf. So habe ich hinterher entsprechend eine vernünftige Halterung. Kann die sauber grundieren, kann sie lackieren, anmalen oder was wie immer ihr es macht. Ob ihr es mit einer Airbrush macht vorher oder ob ihr hinterher mit dem Pinsel dran geht. Genau, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Unten stecke ich meistens noch einen Korken dran, dann habe ich auch noch was, womit ich das festhalten kann. Aber das zeige ich euch dann ganz zum Schluss. Bei dem Fahrzeug ist jetzt der große Vorteil, dass die Löcher so genau passen in die Zahnstocher, dass man gar nicht festkleben muss oder irgendwelche Klebeknete da rein schieben muss. Zack. Die halten also wirklich richtig stramm und dann habt ihr auch keine Probleme, dass mit dem Bemalen euch immer wieder die Dinger runterfallen. Ihr könnt die natürlich auch ankleben, aber wie gesagt, ich komme besser zurecht, wenn ich die einzeln anmale bei Radfahrzeugen, weil man dann dahinter vernünftig arbeiten kann. Bei Panzern und so mache ich das im Übrigen meistens auch, weil man dann dahinter auch die Verwitterung vernünftig machen kann und dann hinterher die Ketten bemalt aufklebt. Das passt meistens am besten. So, die Reifen lege ich dann schon mal hier schön zur Seite. Zack, die brauchen wir nicht so unbedingt. Ja, die Wanne ist jetzt soweit ganz gut geworden, bin ich der Meinung. Man muss halt ein bisschen beim Montieren darauf achten, dass man hier diese Linie schön geschlossen kriegt. Genau. Damit das auch aussieht wie aus einem Teil. Genau. Ja, dann werde ich mal für den nächsten Schritt die Teile rausmachen. Vorher natürlich meinen Kleber wieder zumachen. Ich denke schon gerade, was schnüffelt das hier so? Und dann geht es gleich weiter. Ich habe jetzt die Teile für den nächsten Schritt rausgesucht. Allerdings muss ich leider dazu sagen, die musste ich wirklich suchen. Das heißt, ich musste mir wirklich das Fahrzeug nehmen und musste nach der Form schauen, die ich im Grunde genommen hier am Fahrzeug habe
um das Teil zu identifizieren. Man kann das sehr schlecht erkennen auf der Zeichnung. Die sind zwar sehr gut gemacht, aber man kann leider die Teile von der Form zum Teil nicht hundertprozentig erkennen. Dementsprechend müsst ihr euch da wirklich das Fahrzeug nehmen, müsst euch die Klebestellen angucken und dann wisst ihr auch, welche Teile da hinkommen. Das ist also leider ein bisschen schwierig. Also die Aufbearbeitung ist leider noch etwas verbesserungswürdig. Da würde ich jetzt maximal ein Ausreichen geben, wenn ich mit einer Schulnote titulieren würde. Das muss echt noch besser gemacht werden. Sonst ist es gerade für Anfänger, die das erste Mal so ein Modell bauen, echt schwierig. Leider. Ja, bin jetzt nicht so begeistert davon. Für mich, der schon bestimmt 20 Modelle zusammengebaut hat, ist das natürlich kein Thema. Da kann man sich behelfen, indem man die Sachen sucht. Aber wirklich mal eben eine Nummer an das Teil schreiben, das wird wirklich jeden weiter nach vorne bringen. Ja, dann würde ich sagen, entgrate ich das Zeug. Wenn ich damit fertig bin, dann komme ich wieder zurück und klebe das Teil mit euch. So, ich habe die Teile jetzt entgratet. Bis auf den Rumpf sehe ich gerade. Das mache ich gleich im Nachgang noch. Ja, im Grunde genommen ist es jetzt relativ einfach. Es sind zum Glück jetzt entsprechende Führungen dran, wie man das hier sieht. Ich zeige euch das bei meinem Messer, dann sieht man es besser. Hier und hier. Dementsprechend kann man hier die Koffer relativ einfach kleben. Das heißt, die können dann nicht wegrutschen oder wenn man später Teile noch dran macht, wie man sieht, hier neben kommt ja noch ein Schutzblech entsprechend hin, hat man keine Probleme mit der Positionierung. Das ist also ganz gut gemacht. Ja, ich mache jetzt mal eben noch den Rumpf hier sauber. Den habe ich nämlich gerade vergessen. Und so, wie man sieht, passt das auch einigermaßen. Ja, man muss nachher ein bisschen Druck ausüben, damit das Oberteil auch vernünftig drauf passt. Na, wenn ich es richtig rum machen würde, dann funktioniert es auch richtig. Genau. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich zeige das mal richtig rum, damit ihr das auch seht und nicht ich. So, darauf zu achten jetzt. Zuerst die Lampen einsetzen. Wir haben nämlich hier unten so eine Führung. Kleiner Pin, da kann man das reinkleben. Zack. Und dann haben wir hier natürlich entsprechend die kleinen Aussparungen dafür. Und dann hat man das drauf. Ja, für die Variante 222 müssen wir hier entsprechend noch für das Geschütz die Halterung ankleben. Und dann kommen hier noch eine Tür. Das ist dieses Teil. Drauf. Und entsprechend hier noch dieser Kasten. Ja, richtig rum aufmachen. Zack. Und der wird dahin positioniert. Auf dem Rumpf haben wir dann noch hier zwei so Aussparungen auf jeder Seite. Da ist dann für die erste Seite auch schon hier so eine kleine Klappe dabei. Die können wir dann entsprechend aufsetzen. Das ist das, was wir jetzt machen. Und ja, das werde ich jetzt einfach mal nach und nach tätigen. Darauf zu achten ist natürlich, wenn ihr das Fahrzeug mit einer offenen Kanzel bauen wollt, gegebenenfalls hier schon innen drin das Fahrzeug vorzulackieren, weil man dann natürlich von oben in das Fahrzeug reingucken kann, wenn der Deckel offen ist. Da solltet ihr euch dann überlegen, schon mal alles entsprechend zu grundieren und die Farbe reinzumachen, weil man dann natürlich beim Spielen schon mal oben reinguckt. Gerade wenn wir von oben stehen und das Fahrzeug betrachten, sieht das natürlich blöd aus, wenn dann innen drin alles grau ist. Genau, da drüber nachdenken, das vorher zu machen oder gegebenenfalls halt einfach mit einer Sprühdose oder der Airbrush von oben reinhalten, weil sonst habt ihr nämlich hinterher echt Schwierigkeiten, das zu machen.
ja, die beiden Teile von innen mal eben zu grundieren mit einer entsprechenden Farbe dürfte ja eigentlich nicht das Problem sein. So, ich mache es mir wieder relativ einfach. Mit meinem Pinsel einmal hier. Super, wie ihr seht, zieht sich das dann einmal rundherum schon. Ich kann das ja mal noch ein bisschen reinzoomen und dann stelle ich das Teil einfach auf die Führung, drücke einmal ein bisschen an und fertig. Ja, nicht anders mache ich das hier mit dem Scheinwerfergedüdel. Das finde ich übrigens sehr gut, wie das hier gemacht ist, dass das im Grunde genommen im unteren Bereich des Fahrzeugs angeklebt wird. Sonst muss man schon mal so kleine Pinne an der Seite anbringen und hat dann immer mit der Positionierung Schwierigkeiten bei einigen Modellen. Aber dass man das hier einfach, wenn man das Loch trifft, einfach da reinstellt. Das finde ich schon ziemlich gut. Ja. Ich ergänze jetzt gleich nochmal das Werkzeug. Eine kleine Pinzette. Das ist ganz oft auch eine ganz gute Sache, die dabei zu haben bei der ganzen Geschichte, weil man dann doch ohne Probleme arbeiten kann. So, wie ihr seht, wenn ich den Deckel dann auch richtig positioniere hier, dann zieht sich entsprechend auch die Lampe in die richtige Position. So, jetzt werde ich einmal rundherum Kleber auftragen. Dabei dann aufpassen, dass das auch sauber positioniert wird. Wenn man jetzt nicht festhalten möchte, kann man natürlich entsprechend vielleicht ein paar Gummis zur Hilfe nehmen und die um das Gehäuse machen. Aber ich habe Zeit. Zack. So, ich klebe die restlichen Teile drauf. Das ist, glaube ich, jetzt kein Hexenwerk mehr. Und bereite dann den nächsten Schritt soweit vor. Das ist dann die Teile für die anderen Seite. Die Teile von der anderen Seite. Da werden entsprechend dann die Teile angeklebt. Und ja, dann sehen wir uns gleich zum Kleben wieder. So, die Teile habe ich soweit angeklebt. Hat auch ganz gut funktioniert. War soweit alles geführt. Selbst vorne das Schutzblech ist soweit geführt. Ich zeige euch das jetzt auf der anderen Seite gleich nochmal. Ich habe die Teile entsprechend schon hier herausgesucht und entgratet. Im nächsten Step, das ist jetzt der Baustep D, haben wir hier das Ersatzrad entsprechend anzubringen. Im hinteren Bereich haben wir einen Auspuff anzubringen. Hinten das Lüftungsgitter für den Motor, wenn der hinten ist. Sieht man nicht, ist nämlich nicht eingebaut. So genau kenne ich mich mit den Fahrzeugen auch nicht aus. Dementsprechend kann ich das gar nicht sagen. Ja, dann hier ein Schutzblech. Entsprechend, ich halte meistens die Teile einmal kurz an, dass man auf der sicheren Seite ist mit der ganzen Zusammensetzerei. Und dann passieren auch nicht solche Sachen wie vorhin mit der Stoßstange. Jawohl. Deswegen auch hier mein Tipp, immer zwischenzeitlich mal die Sachen entsprechend anhalten. Es ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man das Fahrzeug aus meiner Perspektive von oben sieht, die Teile richtig draufzusetzen. Weil ihr wollt das ja sehen. Ich sitze nämlich hier und die Kamera ist da. Dementsprechend, genau, habt ihr hier auf alle Fälle dann das Schutzblech auch drauf. Zack. Genau, im Grunde genommen, ja, klebe ich das jetzt mal alles schnell an.
Genau, ich werde jetzt einfach die nächsten Teile anbauen. Als erstes, da ich den Spalt jetzt beseitigt habe, werde ich hier im vorderen Bereich noch das Schutzblech entsprechend anbringen, so wie es auf der anderen Seite ist. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann haben wir noch den Auspuff und entsprechend das hintere Schutzblech. Wenn ihr das baut und habt das hier gerade geklebt und wollt das nächste Teil kleben, müsst ihr immer so ein bisschen aufpassen, dass ihr vielleicht nicht in unbeabsichtigter Weise hier wieder drankommt und die Sachen verschiebt. Deswegen lasst es am besten immer einen Moment trocknen und dann sollte das alles kein Thema sein. So, hier müssen wir jetzt wieder aufpassen. Jetzt haben wir wieder zwei Teile, die sich ein bisschen in die Quere kommen. Ich zeige das einmal so ein bisschen in der Kamera. Super. Wir haben einmal dieses Teil und wir haben den Auspuff, der im Grunde genommen so leicht unter dem Schutzblech hergeht, an dieser Aussparung hier. Und dementsprechend werde ich jetzt zuerst den Auspuff hier oben befestigen. Da ist auch eine entsprechende Nase, die dann auch einrastet. Ein bisschen fixieren den Auspuff. Und jetzt so, ich habe es jetzt so einigermaßen hinbekommen. Die beiden Führungen, die auf dem Fahrzeug waren, sind sehr flach. Dementsprechend rutschten das Teil jedes Mal beim Andrücken wieder raus. Ja, ich habe es jetzt so einigermaßen positioniert, dass das entsprechend nicht mehr so zu tragen kommt. Aber so hundertprozentig haben mir die Führungen nicht gefallen. Wie gesagt, also die Teile an den Schutzblechen selber, die in die Führungen sollen, die waren ja ziemlich klein, würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr, ja, halt so, dass sie immer wieder aus den Führungen rausrutschen. Ich habe das jetzt einigermaßen fixiert und versucht, habe von der anderen Seite das Teil schon mal geholt und habe das angepasst. Entsprechend, ja, wie gesagt, war nicht ganz so einfach. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wenn das trocken ist, dass ich hier entsprechend die, ihr seht das gar nicht, so, hier entsprechend dann auch die Auspuffteile dazwischen kriege. Aber das kriegen wir schon hin. Aber ich lasse das jetzt erst trocknen und dann machen wir bei dem Auspuff weiter. So, nachdem die Schutzbleche einigermaßen getrocknet sind, passt auch ohne Probleme das Teil da rein. Ich habe das jetzt einfach nur gerade hier reingesteckt. Dementsprechend kann ich das immer noch rausnehmen. Ja, werde ich das jetzt mal eben festkleben. Wenn man so eine Klebestelle hat, die schon relativ fest ist, kann man die einfach nochmal mit dem Kleber einschmieren. Dann wird das wieder alles etwas flexibler und dann kann man das etwas besser richten. Das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen
fixieren. So, das Schutzblech war gerade. Also das Teil ist wirklich im Ganzen etwas verzogen. Im vorderen Bereich und im hinteren Bereich habe ich jetzt nämlich jedes Mal, wenn ich das hinten im Bereich richtig habe, dann zieht sich das Teil nach hinten. Und wenn ich das Schutzblech hier hinten im hinteren Bereich richtig habe, dann sieht es symmetrisch mit dem Rad nicht richtig gut aus. Das heißt also, das Teil an sich passt nicht hundertprozentig in die Führung. Das ist nämlich mein Problem. So, jetzt versuche ich das so zu modellieren, dass das optisch gut aussieht. Und dann werde ich einfach hinterher im vorderen Bereich die Führungsschiene etwas mit Putty ausarbeiten und dann sind wir auf der sicheren Seite. Das zeige ich euch dann auch, wie man mit Putty arbeitet. Dementsprechend, tja, halte ich mir hier mal kurz den Wolf. Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit geklebt und habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Ich habe hier entsprechend ein Teil aufgeklebt, hier ein Teil aufgeklebt und habe jetzt noch ein Teil, was hier in dieses Loch muss, und das muss ich entsprechend da noch reinbringen. Hier aber gerade, da habe ich noch ein Stück zu entgraten vergessen. Das werde ich mal eben noch tun. Entsprechend hier noch ein Tröpfchen Kleber rein. Nehmen wir meine Pinzette und versuche das Teil entsprechend zu setzen. Genau. Hier hinten die beiden Teile habe ich noch geklebt. Die sollten eigentlich aus je 2 Teilen bestehen, aber im Teil, also im Gussrahmen, waren die Teile schon angegossen. Das heißt, sucht nicht nach den Teilen, wenn ihr sie nicht seht. Das ist einmal hier dieses runde Teil, das ist schon angegossen, und einmal hier dieses Teil. Laut Bauanleitung sind das einzelne Teile, die findet ihr beim Gussrahmen gar nicht. Also auch da noch eine kleine Nachbesserung von Warlord. Hier habe ich noch den Deckel aufgeklebt und den letzten Auspuff. Genau, das hat jetzt leider nicht so gut geklappt, weil ich dummerweise ja die Kamera nicht eingeschaltet habe. Genau, das ist jetzt Stand der Bauanleitung, Teil E. Und ja, dann mache ich gleich weiter, suche die nächsten Teile raus und würde sagen, dann sehen wir uns wieder. So, der nächste Schritt ist jetzt zugange. Ich habe mittlerweile mal einfach sämtliche Teile, die ich noch benötige, vorbereitet und dementsprechend ja, entgratet und aus den Rahmen geknipst. Andersrum natürlich, erst geknipst, dann entgratet. Genau, das werde ich jetzt einfach hier nach und nach weiter anbauen. Sollte ich nochmal auf so Schwierigkeiten treffen wie auf das Schutzblech, werde ich euch das gleich nochmal mitteilen. Und ja, werde das jetzt einfach mal hier durchbauen. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob die Positionen da so richtig sind, weil man die auf der Zeichnung leider nicht 100%ig entziffern kann. Aber naja, das wird schon ungefähr passen. Ja, dann nehme ich den Kork mal weg. Zuck. Kommen wir hier zum nächsten Teil. Als nächstes haben wir hier die entsprechende Platte, die hier oben drauf gehört. Und noch so Sichtschutzplatten bzw. Klappen, die hier und da auf die Seiten kommen und entsprechend den vorderen Bereich maskieren. Das
das Aufsetzen dieser Seitenteile. Diese hier ist leider auch nicht ganz so einfach, weil die Passteile im hinteren Bereich einen ziemlich flachen, ja, eine ziemlich tiefe Einkerbung haben, aber dafür das Gegenstück, was an der Platte selber ist, sehr flach ist. Dementsprechend, da muss man schon genau fühlen, wie das aufzusetzen ist. Dementsprechend ist es etwas fummelig, aber müsst ihr also auch ein bisschen aufpassen mit der Setzerei. Am besten vorne auch mal gucken, ob das entsprechend symmetrisch ist. Dann sollte das entsprechend passen. So. Super. So, dann schauen wir mal nach der nächsten Rutsche. So, kommt wieder weg. So, jetzt kriegen wir ein neues Teil. Das heißt, das Fahrzeug schiebe ich erstmal zur Seite. Und wir bekommen erstmal die Autokanone mit dem koaxialen MG. Und noch ein paar anderen Teilen, woraus wir jetzt erstmal ein Bauteil bauen müssen. Das heißt, die Kanone muss an sich zusammengebaut werden. Jetzt habe ich die Kanone fertig gemacht, soweit ich das konnte. Mit dem MG und der 20 mm leichten Maschinenkanone. Und ja, ist relativ tricky, das zusammenzubauen. Hier haben wir im unteren Bereich die beiden Sitze. Darüber ein Teil, auf dem diese Halterungen hier geklebt werden. Und die sind hier im oberen Bereich beweglich, damit die Kanone entsprechend hier auch noch beweglich ist. Genau, zusätzlich ist hier dieser Kasten noch drauf gekommen. Die Munition, denke ich, für die 20 mm. Und ja, das ist, wie gesagt, sehr tricky zusammenzukleben hier. Das sind 1, 2, 3, 4 Teile im Ganzen, die man aufeinander kleben muss. Und ja, das war schon sehr herausfordernd. Das noch vor einer Kamera zu tun, hat mich ja leider überfordert. Dementsprechend habe ich das gerade auch nicht zu Ende gefilmt. Ja, auf alle Fälle ist das dann soweit fertig. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass ihr hier im oberen Bereich das nicht zuklebt, weil die Kanone beim Einsetzen in das Fahrzeug nämlich so stehen muss. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug hier haben, wird ja hinterher diese Kanone hier eingeführt und das geht halt leider nur, wenn man die Kanone nach oben macht. Oder es geht nur sauber, wenn man die Kanone nach oben macht. Dementsprechend ist es etwas tricky. Genau. Das Teil wäre jetzt fertig soweit. Das lege ich dann zur Seite und klebe erstmal weiter die anderen Teile an. Genau, was ich immer mache ist, ich habe hier so alte Kronkorken. Ist ja auch was man immer wieder verwenden kann. Die benutze ich als Farbmischung für ja, Leim, für ein bisschen Sand oder so, wenn ich irgendwas auffangen muss. Oder halt auch, wenn ich hier die Fahrzeuge und so vorbereite und lege einfach die kleinen Teile rein, damit wir die nicht irgendwo durch die Gegend fliegen. Kann man mit allen kleinen Behältern machen, aber das ist immer eine ganz gute Sache. Da kann man sich dann beruhigt zurücklegen und die Teile rausfischen. Genau. Ja, ich schaue mal, was es als nächstes gibt und dann machen wir gleich weiter. So, als nächstes wird der Turm gebaut. Da haben wir einmal hier im unteren Bereich den Ring, der unten eingeklipst wird. Und das Ganze wird hier in die Umrandung reingeklebt im unteren Bereich. Und dann kommt an eine Stelle noch hier eine kleine Halterung dran. Im hinteren Bereich. Ja, das klebe ich jetzt einfach mal eben zusammen und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt werde ich hier diese Halterung noch ankleben. Die ist so leichtes Dreieck hier vorne dran. Die wird im Grunde genommen nur hier in diese Öffnung reingesetzt. Ein bisschen gerade ausgerichtet. Zack. Das ist im Grunde genommen keine große Schwierigkeit.
keine Schwierigkeit. Ansonsten habe ich gerade das Teil hier einfach reingeklebt. Einfach hier sind so kleine Aussparungen, da habe ich ein bisschen von der Klebe reinlaufen lassen. Ansonsten kann man die auch sehr gut hier von innen kleben. Wenn man hier hineinschaut, kann man im Grunde genommen hier einfach zack, die Klebe reinlaufen lassen. Man muss es ein bisschen fixieren und ein bisschen festhalten. Und ja, wenn man nirgendwo sich versauen will, dann kann man auch wieder den Kronkorken benutzen und kann das Teil abstellen. So, das kann jetzt trocknen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt muss der Turm ja erstmal trocknen. In der Zwischenzeit kann ich hier mir schon mal ein paar Teile schnappen, die erst etwas später kommen. Da kommen im vorderen Bereich noch so ein paar Wasserkanister oder Spritkanister drauf. Die werden im Grunde genommen nur entgratet und dann hier zusammengesteckt. Dann kann man da auch ein bisschen Klebe zwischen machen. Und dann können die nämlich auch schon ein bisschen trocknen. Bisschen drücken. Der hier hält so gut schon von alleine. Den habe ich nur zusammengedrückt. Aber auch da eben ein kleines bisschen Klebe zwischen. Und danach stellen wir die hier einfach rein und kleben die auch eben fest. So, jetzt haben wir das letzte Mal den Deckel und die Kanone entsprechend geklebt. Jetzt haben wir die Kanone ja entsprechend schon beweglich. Das heißt, wir können die entsprechend einfach hier einführen, unten reinstecken. So, dann haben wir ja im unteren Bereich hier die Führung, mit der wir die Kanzel arretieren. Und wir müssen noch darauf achten, hier vorne ist noch so ein ganz kleiner Nupsi. Der wird hier in dieses Teil eingeführt. Ich zeige das mal genau hier, genau da. Deswegen habe ich auch die Kanone so schräg gestellt, dass die hier auf 90 Grad in die Richtung steht, zu der Aufnahme. Und dementsprechend setze ich dann die Kanzel auf und irgendwann macht es knack und dann wird nämlich auch die Kanone mitgenommen. Das heißt, das ist dann im Grunde genommen die Arretierung. Wenn man das richtig gebaut hat, passt die auch ohne weiteres da rein. Was ich natürlich jetzt machen werde, ist, ich werde die Kanone als auch die Kanzel einzeln bemalen, weil im Grunde genommen das sieht man, wenn ich hier die Deckel mal drauf mache, die Kanzel, wir schauen hinten immer in das Fahrzeug rein, weil das offen ist im hinteren Bereich. Und ja, wir möchten natürlich auch, wenn wir das auf dem Spielfeld stehen sehen und von oben gucken, nicht auf graues Plastik gucken. Ne? Dementsprechend wäre das genau nämlich mein Vorschlag. Das heißt, wenn wir jetzt die Kanzeln oben drauf kleben, haben wir ja das Problem, dass die Waffe im Grunde genommen nicht mehr sauber rausgeht. Das heißt, ich versuche die Kanzel gerade noch mal rauszuziehen. Zack. Genau. Ich würde also vom Zug halt den Innenraum mit bemalen, würde die Kanone einzeln bemalen, die Kanzel entsprechend und im Nachgang müssen dann entsprechend auch diese Teile hier noch aufgesetzt werden, damit man ein entsprechendes Ergebnis erzielt. Wenn man es sich einfach machen möchte, kann man natürlich die Kanone auch
setzen und alles im Grunde genommen nur schwarz grundieren vielleicht, dann sieht man innen drin wahrscheinlich nicht großartig was. Ich persönlich werde versuchen, die Grundfarbe vom Fahrzeug innen reinzukriegen, damit man da so ein bisschen das Fahrzeug dann homogen hat. Genau, das ist so das, was ich machen werde. Dementsprechend bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu tun, einmal diese beiden Kanister hier aufzukleben. Dann haben wir hier noch so Fahnenstandarten, die vorne ans Fahrzeug kommen. Nach da und nach da. Und dann im allerletzten Step kommen diese Kanister hier noch drauf. Und ja, was das jetzt genau ist, kann ich gar nicht sagen. Es ist keine Nitro-Einspritzung, weil wir keine Org-Fahrzeuge haben. Dementsprechend, naja, würde ich das auch noch aufkleben. Wie das standardmäßig aufs Fahrzeug gehört, steht in der Anleitung dann entsprechend drin. Das würde ich jetzt noch machen. Und ja, danach ist das Fahrzeug im Grunde genommen für die Bemalung bereit. Und die reine Endmontage wird es dann erst nach der Bemalung geben. Das heißt, das wird das Ende dann des Bemalvideos sein. Da werde ich dann zum Schluss das Fahrzeug komplettieren, weil auch ich ja die Reifen einzeln bemalen werde. Jetzt wie gesagt die Kanone und die Kanzel und die Deckel von der Kanzel. Man kann es sich einfach machen, kann die Kanzel natürlich offen auch aufkleben. Die Möglichkeit wäre auch gegeben, aber mir gefällt die Kanzel, Heuwegelchen, mir gefällt die Kanzel geschlossen besser. Dementsprechend werde ich das hier geschlossen komplettieren. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache mich mal dran und klebe die restlichen Teile auf. Auch hierbei müsst ihr so ein bisschen auf die Symmetrie achten, damit ihr entsprechend die Kanister gerade habt. Ich habe mich so ein bisschen an der Kante von dem Deckel hier orientiert und entsprechend versucht, ja, so ein bisschen die Symmetrie zu halten. Hier gibt es leider keine Führungen oder ähnliches. Dementsprechend müsste da so ein bisschen kreativ sein. Müssen ja auch nicht immer hundertprozentig gerade sein. Ich weiß nicht, wenn diese Halterungen im Feld angebracht worden sind, gehe ich mal davon aus, werden die auch einfach wild drauf geschraubt worden sein oder angeschweißt, je nachdem was gemacht wurde. Dementsprechend, ja, muss nicht immer alles hundertprozentig gerade sein. Ja, jetzt hätte ich fast ein Teil vergessen. Wir haben noch eine kleine Schippe, die wir anbringen können. Als Dekoration. Jetzt werde ich vorne die Kanister noch aufbringen. Könnt ihr im unteren Bereich einfach auf die Stoßstange stellen und entsprechend vorne einfach ankleben. Ja. Ist halt so, in der Wüste braucht man immer genügend Nachschub. Wobei ich hoffe, dass das im vorderen Bereich nur Wasser ist. Weil wenn man da beschossen wird vorne, ist das natürlich nicht so lustig. Das Teil hier ist im Übrigen obsolet, weil das an die gleiche Stelle geklebt wird eigentlich. Was das genau ist, kann ich euch leider nicht sagen. Dementsprechend, ich lege es einfach mal zur Seite. Müsste man recherchieren entsprechend. Aber das war nur eine Option, sehe ich gerade. Ein Teil zu viel rausgerissen. Naja, egal. Ja, nichtsdestotrotz, das Auto ist jetzt soweit vorgebastelt. Genau,
wie gesagt, wenn man es sich einfach machen möchte, kann man natürlich entsprechend alles zusammenkleben und dann wie der wilde Watz alles bemalen. Aber ich möchte hier ein bisschen schöner vorgehen, weil das Fahrzeug auch nicht für mich ist, sondern ich das ja für den Chris entsprechend bemale, möchte ich das entsprechend auch sorgsam bemalen. Deswegen zeige ich euch das, wie das vernünftig dann aussieht, wenn man dort so ein bisschen drauf achtet, dass man auch innen die Sachen bemalt. Man kann jetzt dann entweder das alles mit der Hand grundieren oder entsprechend mit einer Sprühgrundierung oder einer Airbrush. Dann kommt man natürlich auch nicht überall hinein, aber wichtig sind halt die Sichtflächen, dass man die Flächen bemalt hat, die gegebenenfalls hier im hinteren Bereich noch sichtbar sind. Hier vorne wird ja dann, da ich die ja, wie gesagt, die beiden Luken schließen möchte, nur im hinteren Bereich hier sichtbar sein, aber das dürfte dann nicht das Problem sein. Ja, das war es dann soweit. Ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir ein bisschen beim Basteln zuzuschauen. Und ich habe euch die Erklärung relativ gut rübergebracht. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder ganz einfach nur einen Beitrag haben, einfach unten in die Kommentare rein. Dementsprechend, wenn was ist, dann werde ich mich drauf melden oder der Chris. Und wenn ihr irgendwelche anderen Sachen mal sehen möchtet oder irgendwas noch detaillierter haben möchtet, sagt ihr Bescheid. Wir sind immer dafür da, euch gerne ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der Bemalung des Sonder-Kfz 222.